Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Johns MOBA. Und wie ein paar Mal angekündigt, für euch heute im Review dieses Set von MCK. Und zwar ist das ein Triebwagen der Reihe MR bzw. MRD der dänischen Staatsbahn, basiert bzw. hängt sehr eng zusammen mit der deutschen Baureihe 628 der Bundesbahn. Insofern auch spannend für alle, die sich eher mit deutschem Rollmaterial beschäftigen. Und was ihr hier sehen könnt, es handelt sich wieder um ein stark limitiertes Modell. Das heißt, in Summe gebaut wurden im Jahr 2017 von diesem Modell hier 200 Stück. Allerdings 200 in allen Varianten, sprich in der Variante AC, in der Variante DC, in der Variante mit Sound, in der Variante ohne Sound. Wir haben jetzt hier die Variante AC, sprich Dreileiter, Märklin-System mit Sound. Insofern ist das wahrscheinlich nicht mal eins von 200, sondern eins von 50, 60, 70 in dieser Variante. Wir starten mal wieder mit dem Karton. Und ihr merkt schon, der geht schwierig auf. Liegt daran, der ist unglaublich fest. Das ist also wirklich ein echt hochwertiger Karton. Da kann man diesen schönen Triebwagen sehr lange drin aufbewahren. Das Papiermaterial ist hochwertig aufbereitet. Also wir haben hier einerseits eine Funktionsübersicht. Und ihr seht, überall ist hier tatsächlich auch speziell dieses Modell nochmal drauf gedruckt. Da sind jetzt alle Funktionen, das heißt alle Sounds, alle Lichtfunktionen, davon gibt es auch eine ganze Menge hier, abgebildet bzw. beschrieben. Und dann haben wir hier nochmal die tatsächliche Anleitung, die erstmal über mehrere Seiten hier, allerdings komplett auf Dänisch, das Modell wurde von mir auch in Dänemark gekauft, die Historie dieser Triebwagen beleuchtet. Da kommen wir gleich selber nochmal ein bisschen ausführlicher zu. Aber da seht ihr, das geht hier über mehrere Seiten mit allen Farbvarianten. Und dann kommen wir mal tatsächlich zum Modell. Und da ist hier sehr, sehr viel beschrieben. Also das komplette Auseinanderbauen, Ranbauen neuer Kupplungen, das Abnehmen vom Wagenkasten, was wir später machen, die Versorgung bzw. Pflege der einzelnen Antriebsdrehgestelle, ja, Auswechseln des Schleifers. Ich brauche es euch nicht alles im Detail zeigen, aber ist schon sehr detailliert, sehr schick gedruckt. Also da hat man wirklich das Gefühl, das ist was richtig schön Hochwertiges. Das Einzige, was es jetzt noch so absolut toppen würde, wäre natürlich, wenn jetzt hier so eine kleine Tasche eingearbeitet wäre, wo man das schön reinlegen könnte, dass das nicht einfach so rumfliegt. Aber da sind wir schon auf so einem Niveau, ne? Dann haben wir hier wunderbar hier so eine Unterlage, die lassen wir auch gleich draußen, um mal die Wagen draufzustellen. Dann habe ich hier noch meine Rechnung, die braucht ihr auch nicht. Und so ist dann hier das Ganze verpackt. Das heißt, hier ist ein sehr, sehr harter Schaum drin, jeweils mit einem normalen Lokomotivenblister. Und hier in der Mitte befinden sich dann nochmal Anbauteile. Das heißt also, man kann auch das Modell hier umbauen auf eine sogenannte offene Schürze und dann entsprechend hier kleine Kupplungen rantun, falls man zum Beispiel Wagen ranhängen möchte an diesen Triebwagen oder einen zweiten Triebwagen. Also Verpackung, würde ich mal sagen, unter den Top 10 prozentual im Modellbahnbereich wirklich richtig, richtig hochwertig. In gewisser Weise muss sie das aber auch sein, denn wir sprechen hier von einem Modell, und jetzt bitte alle mal einmal festhalten, und das hat einen UVP umgerechnet in Euro von knapp über 500 Euro. Je nachdem, wie man es berechnet, also sagen wir mal, 500 Euro ist so der Marktpreis von diesem Set gewesen. Der wird jetzt höchstwahrscheinlich, da es ja sehr limitiert ist, noch steigen. Aber
Verkaufspreis ursprünglich waren 500. Es gibt auch noch Sets, nicht unbedingt in der Farbgebung, die wir hier gleich sehen, vielleicht in einer etwas anderen Farbgebung, denn es gab unterschiedliche in der Historie dieses Sets, beziehungsweise der Lokomotive. Gibt es aber auch noch. Also ihr könnt es auch noch kaufen. Das ist jetzt kein Set, was man nirgendwo mehr kaufen kann. Aber mir geht es ja hier auch weniger darum, euch jetzt irgendwas zu verkaufen, sondern einfach mal vorzustellen, was es so gibt in der modellbaren Welt. Und da finde ich, hat dieses Set doch wirklich was, weil es einfach mal so ein bisschen zeigt, was auch Hersteller machen können, wenn sie kleine Serien herstellen und trotzdem den Preis jetzt nicht unglaublich in die Luft schießen lassen. Also ja, 500 € ist richtig viel Geld, muss man ganz klar sagen, das ist viel Geld. Auf der anderen Seite, ihr zahlt heute auch 500 € für ein quasi Großserienmodell von Märklin zum Beispiel. Also insofern bewegen wir uns hier mit einem 200-Exemplare-Modell und dem, was ihr alles gleich noch sehen werdet, durchaus aus meiner Sicht in einer Preisrange, wo ich sage, das kann MCK dafür verlangen. Hier seht ihr es. Wir haben nämlich im Endeffekt zwei mehr oder weniger gleich aussehende Einheiten hier. Die eine heißt MR, die andere heißt MRD. Warum das so ist, sprechen wir gleich drüber. Aber bevor wir in die Historie reinstarten, jetzt mal so der erste Blick auf diese beiden Einheiten hier. Und da nehme ich mir jetzt einfach mal eine von den beiden und zeige die euch so ein bisschen näher. Davon sprechen wir. Es handelt sich um einen Triebwagen. Wer die deutsche Baureihe 628 kennt, wird jetzt sagen, Mensch, das sieht ja schon so ein bisschen ähnlich aus. Richtig. Ist auch in Deutschland gebaut, beziehungsweise spätere Varianten eben in Dänemark unter Lizenz dann. So sieht das Ganze aus. Und hier hinten haben wir dann in dem Bereich eine 10-polige Kupplung, speziell für dieses Modell, womit ich diese beiden Wagenkästen verbinden kann. Und dann habe ich hier eine gekuppelte Einheit. Wenn man es anfasst, es ist alles aus Metall, alle kleinen Griffstangen, die ihr hier seht, alle Anbauteile hier vorne, das ist alles Metall. Es wiegt richtig viel, es fühlt sich richtig gut an und selbst auf den ersten Blick, Details gibt es ja auch noch später, ihr kennt das. Wir werden uns heute ein bisschen länger mit diesem kleinen Triebwagen hier beschäftigen. Also vielleicht, wenn ihr jetzt noch nichts zu trinken habt, solltet ihr euch was organisieren, drückt kurz auf Pause. So, jetzt haben alle was zu trinken. Also es wird heute wahrscheinlich wieder ein bisschen länger dauern. Nur mal so als Hinweis. Ihr findet in der Timeline natürlich immer die Sprungmarken zu den verschiedenen Kapiteln. Wenn ihr also keine Lust habt, das ganze Video durchzuschauen, bestimmte Themen euch interessieren oder ihr nochmal bestimmte Themen nachschauen wollt später, dann klickt einfach unten auf diese Sprungmarke hier. Ansonsten bleiben wir jetzt nochmal ganz kurz beim ersten Eindruck der Wagen. Und der ist wirklich, ja, nach dem Auspacken, man ärgert sich nicht, dass man jetzt fast 500 oder vielleicht ganze 500 € dafür ausgegeben hat, sondern man denkt, ja, da habe ich richtig ein Schmuckstück für mein Geld bekommen. Also fühlt sich super hochwertig an, aber auch nicht so filigran, dass man das Gefühl hat, dass man irgendwas abbricht, sondern das hat alles schon eine haptische Qualität, das kann man so sagen. Und das ist so der erste Eindruck. Es ist dann auch sehr fein gestaltet, wenn ich mir so die ganzen Dinge angucke. Auch hier so den Blick eben über die Seite mal laufen lasse. Das sieht man wahrscheinlich im Live-Bild immer noch ein bisschen besser als jetzt hier im Film. Aber diese eingebauten Sicken hier an der Seite, so nennt sich das, diese Struktur, die sieht in Live richtig, richtig gut aus. Also da hat man so richtig das Gefühl auch optischer Tiefe tatsächlich. Genauso mit dem Dach, mit den Sicken hier drin, das sieht alles richtig, richtig schick aus. Also da, erster Eindruck, absolut überzeugend. Ich habe es eben gesagt, MR bzw. MRD, Baureihe 628. Jetzt kommen wir mal zum Thema Historie. Und zwar starten wir mal mit der großen Fragestellung, wofür braucht man eigentlich so Triebwagen? Eigentlich ist so ein Triebwagen ja genau das Gegenteil von dem, wofür eine Eisenbahn steht, weil die haben doch schon eine ziemliche Ähnlichkeit mit einem Bus oder mit einem normalen Personenwaggon. Warum nimmt man nicht einfach eine Lok und einen Personenwaggon? Und im Endeffekt
ist das eigentlich eine schöne Diskrepanz, weil wir hier von einem super hochwertigen, teuren Modell sprechen und die ganze Idee, das ganze Thema Triebwagen bei der Eisenbahn primär durch Kostendruck entstanden ist. Also es gab schon Triebwagen in der ersten Phase der Eisenbahnen, Dampftriebwagen in dem Fall dann, später natürlich dann hier eben auch Dieseltriebwagen. Aber die Grundidee, der Grundpunkt war immer, man könnte ja theoretisch für alle Anwendungsfälle, die so ein Triebwagen hier erfüllen kann, eine Lokomotive mit einem Personenwagen oder mehreren Personenwagen nehmen. Und dann hätte man sogar noch den Vorteil, man könnte flexibel sein, wie viele Wagen man ranhängt an die Lokomotive. Man könnte auch zusätzlich noch Güterwagen anhängen und solche Sachen. Also man verliert eigentlich durch einen Triebwagen ja extrem viel Flexibilität. Auf der anderen Seite spart man massiv Kosten und hat vor allen Dingen bei den modernen Triebwagen noch den Vorteil, wenn man jetzt auf beiden Seiten eben einen Führerstand hat, dass man in beide Richtungen fahren kann, indem der Fahrer einfach von der einen Seite zur anderen geht an der Endstation und dann in die andere Richtung weiterfährt. Das spart Zeit. Auch noch so ein Punkt gewesen, wenn ich eine Lokomotive hatte, dann musste ich die im Endeffekt ja auf die andere Seite fahren. Später gab es dann Steuerwagen und sowas alles, aber am Anfang war das natürlich ein großer Vorteil der Triebwagen gegenüber zum Beispiel der Dampftraktion. Kosten ist das große Thema immer gewesen. Man hatte also Nebenbahnen gebaut, oftmals durch staatliche Investitionen unterstützt und hatte dann allerdings nicht so viel Betrieb dort, dass es sich jetzt gelohnt hätte, im großen Maße eine Lokomotive zum Beispiel mit Wagen dort zu betreiben. Und deswegen hat man oft dann auf Triebwagen gesetzt. Das ist also kein Konzept, was jetzt Anfang der 80er, wo diese Wagen ausgeliefert wurden, entstanden ist, sondern das ist tatsächlich ein Konzept, was es schon sehr, sehr lange gab, de facto eigentlich schon seit den 1860ern ungefähr, da gab es so die ersten Dampftriebwagen, ab dann durchgehend gab es immer Triebwagen. Das Ganze hat sich natürlich ein bisschen entwickelt. Und wenn wir uns jetzt konkret die Geschichte des MR anschauen, starten wir eigentlich in Dänemark in den 1930er Jahren. Das heißt also, wir haben eine Zunahme am Individualverkehr weltweit. Leute steigen also eher in Richtung Auto. Das ist jetzt ein Trend. Wenn wir in den 1930er sind, ist das ein Trend, eine Zukunftsvision, wo man sagt, es werden später alle Auto fahren. Also der Coolness-Faktor der Eisenbahn im Kopf der Bevölkerung hat abgenommen zu diesem Zeitpunkt und das Auto rückte in den Fokus der Privatperson. Das Ziel vieler Leute war, ein Auto zu bekommen. Also in Deutschland beispielsweise war es so, dass man mit kleinen monatlichen Beträgen 5 Reichsmark, so Marken sparen konnte. Und man hätte am Ende, wenn das voll wäre und jetzt nicht der Krieg dann ausgebrochen wäre und so weiter, hätte man einen KDF-Wagen, das ist der spätere VW Käfer, eben zusammensparen können. Für 990 Reichsmark hätte man den bekommen, hätte monatlich eben immer mindestens 5 Mark reingezahlt in das Ganze. Und das beschreibt ziemlich gut den Zeitgeist der 1930er. Und da gab es dann eine Entwicklung der ersten Triebwagen in Dänemark, die quasi ein bisschen der Vorläufer hiervon sind. Und zwar die DSB MO. Habe ich euch hier auch schon mal vorgestellt. Findet ihr jetzt hier irgendwo verlinkt oben. Das waren in den 30ern Dieseltriebwagen, die viele, viele verschiedene Funktionen erfüllen konnten und sogar auch, wenn man wollte, relativ schnell gefahren sind. Dann gab es den Zweiten Weltkrieg. Ja. Im Zweiten Weltkrieg in Dänemark, alles was Dieseltraktion war, durch Treibstoff, Rationierung, durch die Wehrmacht und sowas, stillgelegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man diese MO-Triebwagen dann zur Verfügung. Aber diese Phase, von der ich eben gesprochen habe, ging weiter. Das heißt, der Individualpersonenverkehr hat zugenommen, Autofahren war cool, Autofahren war die Zukunft. Ihr seht das so ein bisschen in den 50ern zum Beispiel in den USA, so diese ganze Story, die US-Muscle Cars, die Highways, dieses ganze Lebensgefühl, Rock'n'Roll, wo sie alle mit den Autos durch die Gegend fahren. Dieses Lebensgefühl kam in Europa ein bisschen später.
Warum? Weil in Europa durch den Zweiten Weltkrieg halt alles kaputt war und die Leute sich erstmal um was anderes kümmern mussten. In Deutschland gab es zum Beispiel noch nicht mal eine Währung bis 1949. In den USA war das ein bisschen früher. Also Westeuropa war da etwa 10 Jahre verschoben. Wir sprechen immer noch von dem MO-Triebwagen, der war dann schon 30 Jahre alt. Anfang der 60er sind wir jetzt. Da hat fast jeder dann ein Auto gehabt. Oder viele zumindest. Und das ging immer noch weiter. Zu dem Zeitpunkt haben sich dann in vielen Ländern die Verantwortlichen der Eisenbahn Gedanken gemacht. Und auch zum Beispiel Verkehrspolitiker, Verkehrsforscher haben zu dem Zeitpunkt vorausgesagt, dass die Eisenbahn in Zukunft nur noch schweren Güterverkehr haben wird und alles andere geht mit dem Auto auf die Straße. Also die Eisenbahn war zu dem Zeitpunkt absolut am Ende, im Abbau, im Niedergang. Da gab es in England den sogenannten Beeching Report, der später als Beeching Act bezeichnet wurde. Der sorgte dafür, dass dann in England zum Beispiel ein Großteil der Regionalbahnen stillgelegt wurde. Kleine Bahnhöfe wurden alle rigoros geschlossen, das wurde alles zugemacht, weil man gesagt hat, ja, das kostet ja alles nur Geld, die Leute sollen in Zukunft Auto fahren. Das war der Zeitgeist. Und das hat sich immer weiter fortgesetzt, sodass sich eigentlich jede Bahngesellschaft in Europa Gedanken machen musste, wie geht es jetzt weiter. Und man hatte im Endeffekt immer noch eine Monopolstellung, denn es gab ja keine Flixtrains oder sowas, sondern es gab halt nur die Staatsbahn, die Bundesbahn, die dänische Staatsbahn und so weiter. Aber man hatte eben die Konkurrenz Auto. Und aus dieser ganzen Entwicklung, immer älter werdendes Rollmaterial, wir sind jetzt, nur mal so für euch, wir sind jetzt im Jahr 1975 angekommen. Jetzt hat fast jeder ein Auto. Und sehr, sehr wenige Leute fahren nur noch mit der Bahn. Was ist in Deutschland in der Zwischenzeit passiert? In Deutschland haben die Schienenbusse, kennt ihr alle, die Nebenbahn gerettet. Warum? Weil sie Triebwagen sind, weil sie extrem niedrige Betriebskosten haben, sodass man eben so eine Bahn weiter betreiben konnte. Also was man in England gemacht hat, Schließen der ganzen Eisenbahn, hat man dann in Deutschland zum Beispiel nicht gemacht. In Dänemark auch nicht. In Dänemark hatte man allerdings keine Schienenbusse. In Dänemark hatte man diese DSB MO aus den 30ern. Die waren also zum Zeitpunkt 1975, wir sind 75 jetzt, schon 40 Jahre alt. Und jetzt habt ihr die Auswahl aus einem, ich glaube, das gab es 1975 schon, nagelneuen Vertriebs, quasi fabrikneuen Ford Fiesta oder VW Golf, mit dem ihr zur Arbeit fahren könnt, oder einem fast 50 Jahre alten, aus quasi vor dem Zweiten Weltkrieg stammenden Triebwagen. Der wurde zwar immer wieder mal renoviert und sowas, aber ihr könnt euch vorstellen, wie laut, ungemütlich und eigentlich wenig ansprechend das im Vergleich zu einem Neuwagen Ende der 70er dann war. Ja, was macht man da? Die DSB hat einen Plan aufgestellt. Der war nicht ganz so extrem wie dieser Beeching-Plan in England, sondern das war eigentlich ein Erneuerungsplan. Man hat gesagt, wenn ihr die Bahn in Dänemark erhalten wollt, auch als Personenverkehrseisenbahn, müsst ihr massiv investieren. Also ihr dänischer Staat in dem Sinne, ja, ihr Bürger müsst massiv investieren mit Steuergeldern. Und eine dieser Investitionsideen war, dass man eben diese alte Flotte an Triebwagen aus den 30ern ersetzt durch was Neues, Zeitgemäßes. Und das wurde dann am Ende dieses Modell hier. Dieser Plan 1975 hieß Plan 90. Der wird jetzt im Nachhinein, da gibt es Artikel von 2014, 15 und sowas, wird quasi der als mit eine der Gründe der Misere der DSB angesehen. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das eben etwas, was man als Möglichkeit gesehen hat, um die Zukunft der dänischen Staatsbahn überhaupt zu sichern. Also auch ein bisschen Rückzug aus der Fläche, Investitionen in neue Traktionsmittel, wie zum Beispiel diesen DSB MR und solche Sachen.
aber noch viele, viele andere Maßnahmen, die im Endeffekt ähnlich wie in Deutschland eigentlich eine Reduktion zum Beispiel von Weichen und solchen Sachen mit vorgesehen haben. Also 1975, dieser Plan 90 wurde genehmigt, alles klar, wir machen das. Ja? Wir investieren in die Staatsbahn, damit es weitergeht. Und dann hat man sich auf die Suche gemacht, was könnte also jetzt diese alten, 40, 50 Jahre alten Triebwagen ersetzen. Man hatte ein gewisses Anforderungsprofil und durch diese Veränderungen im Eisenbahnverkehr, im Individualverkehr, hatte man die Anforderung, dass man sagte, wir wollen sowohl kleinere Hauptstrecken als auch die Nebenstrecken bedienen können. Es soll also relativ flexibel sein, es soll relativ schnell sein, bis zu 140, 130 km/h. Das konnten die MOs theoretisch auch. Und man wollte aber auch im Fall der Fälle nochmal einen Güterwagen mitnehmen können oder einen Postwagen transportieren können. Das war also noch nicht ganz weg, das Thema. Es hatte sich zwar schon viel verlagert auf die Straße, man hatte aber trotzdem immer noch mal den ein oder anderen Wagen, Stückgut oder so, der transportiert werden musste. Also auch das musste gehen. Ganz nebenbei sollte das Ganze kostengünstig sein. Ihr könnt euch vorstellen, dass ein Triebwagen aus dem Beginn des Dieselzeitalters, was die MOs waren, 1930, 40, da waren die Dieselmotoren noch relativ frisch und relativ verbrauchsstark. Die haben noch relativ wenig auf Effizienz gesetzt zu dem damaligen Zeitpunkt. Das heißt also, die waren auch nicht ganz so günstig im Betrieb und sie waren natürlich extrem teuer in der Wartung nach der langen Zeit. Man wollte also auch Kosten sparen im Betrieb. Also insofern brauchte man auch was relativ kostengünstiges. Und dann hat man sich umgeschaut. Wo ist man fündig geworden? Bei einer Entwicklung in Deutschland. Und zwar hat in Deutschland eine ähnliche Entwicklung stattgefunden, nur dass die Schienenbusse eben nicht aus den 30ern, sondern aus den 50ern, 60ern stammten. Und dann hat man gesagt, naja, wir wollen die ersetzen, wir brauchen was. Und hat in der Waggonfabrik Uerdingen angefangen, etwas zu entwickeln. Das Ganze war auch so ungefähr 1975 so präsentabel. Und zwar war das die spätere Baureihe 628, die übrigens diesem Ganzen hier in den Prototypenversionen sehr, sehr ähnlich sieht. Nach 1975 hat dann die dänische Staatsbahn eben etwas gesucht, ist fündig geworden bei der Waggonfabrik in Uerdingen und hat zwei der Baureihen 628 als Prototypen getestet. Einmal luftgekühlt, einmal wassergekühlt vom Motor, aber die Details sind uns heute mal egal. Man hat festgestellt, erfüllt exakt das, was die Dänen brauchen. Und man hat dann 100 von diesen Wagen geordert. Fürs Gefühl, wir sprechen von Dänemark. Dänemark ist ein sehr kleines Land. 100 Triebwagen ist eine Riesenmenge. Man war also absolut überzeugt von dem Konzept und dem, was diese Wagen geliefert haben. Das ist schon richtig, richtig viel für die Dänen. Jetzt wird immer gesagt, das basiert auf der Baureihe 628. Ich denke, das ist nur in Teilen richtig. Also zu dem Zeitpunkt, die wurden ausgeliefert dann 1978 bis 85, diese Wagen, hatte die Bundesbahn die Baureihe 628 noch gar nicht wirklich ernsthaft im Einsatz. Es wurden ganz am Anfang von diesem Grundprototypen, wo das hier übernommen wurde, des 628, ich glaube 12 Stück gebaut. 12. Und die waren im Einsatz bei der Bundesbahn. Und darauf basierend wurde eben dann der DSB MR, das ist der hier mit der nur einen Tür, in Dänemark eingeführt. Wenn man sich jetzt Bilder anguckt von dem 628.0 quasi, der ersten Bauversion mit den 3 Lampen, mit der Front vorne, sieht das dem alles sehr, sehr ähnlich und genauso auch mit der Seite, die eben diese Sickenstruktur hat, was man jetzt hoffentlich im Video einigermaßen sehen kann. Das ist alles exakt so wie der 628.0. Der einzige Unterschied in der dänischen Variante ist jetzt, dass ich tatsächlich immer beide angetrieben hatte. Also in der deutschen Variante 628 hatte ich ein angetriebenes Fahrzeug und ein nicht angetriebenes Fahrzeug dahinter hängend. In der dänischen Variante
hatte ich ein angetriebenes Fahrzeug. Antrieb war immer hier das Drehgestell, das andere war ohne Motor. Also hier ein Motor, da ein Motor. Zweimal das gleiche und damit relativ viel Power im Vergleich zu den Deutschen. Die hatten das als Testversion, als sogenannte Baureihe 629 mit den beiden motorisierten Wagen. Das war in Dänemark der Standard. Ansonsten entsprachen die eigentlich diesem Prototypen. Wurden ausgeliefert, wie gesagt, 100 Stück bis 1985 und die Deutsche Bundesbahn hat sich erst 1985 entschieden, nach langem politischen Hin und Her, mit der gleichen Fragestellung, was soll eigentlich passieren mit dem Personennahverkehr in Zukunft. Erst 1985 entschieden, überhaupt in großen Mengen diese 628er zu ordern. Das war dann die Version 628.2, glaube ich, die geordert wurde Mitte der 80er. Da hatten die Dänen ihre ganzen schon. Also wenn man jetzt sagt, die Baureihe 628 ist die Grundlage, kann man sagen, ja, der Prototyp. Aber eigentlich hat die 628.2 in Deutschland gelernt, auch aus den Erfahrungen in Dänemark. Also das ist nicht ganz richtig, dass man sagt, die Dänen haben hier irgendwas abgekupfert oder sowas. Es wurden gebaut, in Summe, wie gesagt, 100. Und von diesen 100 wurden die ersten 30 in Uerdingen gebaut, in Deutschland. Und die letzten 70 dann in Lizenz in Dänemark bei Scandia. Das Thema nationale Vergabe von Aufträgen. Das heißt also, dass man hier schon gern dann die Variante hatte, dass man die Produktion nach Dänemark geholt hat. Dann habe ich immer gesagt MRD. Es gibt noch eine Variante hier, die hat hier eine Doppeltür. Das war eine Feststellung, die man hatte, als man diese MRs hatte. Mit diesen Einzeltüren hier ist eine Sache sehr, sehr schwierig, nämlich Gepäck und Fahrräder und Kinderwagen und alles andere. Ja? Und deswegen gibt es hier die MRDs, die haben hier vorne so einen offenen Bereich mit Klappsitzen und da kommt man über diese große Tür rein. Die wurden nachgeordert, quasi im zweiten Baulos, als man feststellte, man bräuchte mehr. Die erste Idee war, dass man quasi so einen Mittelwagen einführt für diese MR-Züge. Das hat man nicht gemacht. Man hat stattdessen gesagt, na komm, dann bestellen wir einfach nochmal genauso viele mit Gepäckwagen hier, mit Gepäckabteil, wie wir von denen bestellt haben. Und dann kuppeln wir die immer so zusammen. Und dann waren das feste Einheiten. Das heißt, man hatte einfach doppelt so viele Züge dann, weil die sich auch extrem gut bewährt haben. Man hat sich das relativ einfach gemacht. Also von den Betriebsnummern hier seht ihr hier, das ist die 4025. Und man hat die MRDs einfach immer mit einer 200 verwendet. Also die 4225, 4225 ist dann die Version MRD, die immer gekoppelt war mit dem anderen. Also die hingen quasi fest zusammen. Apropos Zusammenhängen, die hatten eine Mehrzugsteuerung oder Mehrfachtraktionsmöglichkeit. Man konnte also bis zu 5 von diesen Einheiten hintereinander koppeln und hatte dann 10 Wagen aneinander. Hat man eigentlich nie gemacht, außer 1985 bis 1991. Da gab es einen sogenannten Engländer, auf Deutsch übersetzt quasi, war der Name dieses Zuges. Da hat man von Kopenhagen bis Esbjerg an der Westküste, also an der Nordseeküste, einen Zug nehmen können, der einen dort zur Fähre gebracht hat. Und dieser sogenannte Engländer, das waren 6 gekoppelte Einheiten oder 6 Einheiten quasi in Summe, also 3 gekoppelte von diesen Zügen. Und da hat man auch ein bisschen umgebaut, da hat man tatsächlich noch eine erste Klasse eingebaut und sowas. Aber ansonsten waren die meistens eigentlich so als Zweierpärchen unterwegs. Dadurch, dass sie normale Kupplungen hatten, auch nochmal ein Unterschied zu der ersten Version der 628er. Die ersten Versionen der 628er hatten am Anfang Scharfenberg-Kupplungen. Das sind solche automatischen Kupplungen, die automatisch zusammenhalten, keine normalen Kupplungen. Das hat man in Dänemark nicht gemacht, da hat man normale Kupplungen verbaut, weil man eben nochmal einen Güterwagen anhängen wollte. Hat man in Deutschland später auch umgebaut, um eben verschiedene andere Wagen noch ranhängen zu können an die 628er. Also auch da eine Parallele. Dänemark allerdings hier quasi die ersten. Die haben zuerst gesagt, wir möchten keine Scharfenberg-Kupplung haben, weil wir auch nochmal einen Güterwagen ziehen wollen mit dem Ganzen.
Kann man sich aus heutiger Sicht jetzt 2021 fast nicht mehr vorstellen, aber Anfang der 80er war das ein durchaus valides Anforderungsprofil, dass man sagte, man hat zwar diesen Triebwagenzug hier, der total modern aussieht, aber da hängt man jetzt irgendeinen alten Güterwagen ran, der eben noch von einem Gleisanschluss von der Firma quasi bedient wird. Das gab es alles noch. Also eine krasse Übergangszeit, coole Phase eigentlich für einen Modellbahner, weil man unglaublich viel darstellen kann. Aus Sicht der Eisenbahn eigentlich nicht so eine coole Phase, weil ich habe es ja eben erwähnt, das war so der Niedergang des Ganzen. Insofern eine interessante Historie bis dahin. Das heißt, jetzt wissen wir, warum gab es eigentlich diese Triebwagen. 100 Stück davon ist eine ganze Menge. Und jetzt kommen wir mal konkret zu dem 4025. Da habe ich mir wieder Informationen geholt von Jernbahnen DK. Und zwar wurde der ausgeliefert erstmal 1978 und da sah der noch nicht so aus. 1978 hatte der noch nicht diese kleinen Griffstangen hier, 1978 hatte der noch nicht den Schneepflug hier unten, sondern da sah der anders aus. Flache Front, unten so eine flache Schürze im Endeffekt. Nach dem extremen schneereichen Winter hat man sich in Dänemark ja entschieden, dass man sagt, ich möchte weg von den flachen Fronten, die den Schnee einfach nur wegschieben, hin zu einem Schneeflug, damit ich auch bei starkem Schneefall noch meine Eisenbahn einsetzen kann. Mit der Auslieferung des MRD, der wurde nämlich erst gebaut 1982, die wurden ja nachgeordert, hat man also diesen Wagen hier umgebaut und hat hier unten diese kleinen Schneeschieber angebaut und hat hier diese Griffstangen zum Rangieren bzw. zum Festhalten angebaut. Heißt also konkret, der 4025 bzw. 4225, den wir hier haben, ist ab 1982 bis 1995. 1995 hat man das Ganze umlackiert in eine neue Farbvariante und gleichzeitig umgebaut. Also da hatten die so die Hälfte der geplanten Lebenszeit, da gab es eine neue Inneneinrichtung, neue Türen und das aktuelle Farbschema der DSB dann, also komplett weiß mit roten Türen. Das war Mitte der 90er so das Farbschema für Personenzüge bei der DSB. Wiederum 10 Jahre später dann, 2005, wurde dieser Zug im Original nochmal umlackiert. Das aktuelle Farbschema der DSB war dann ein Lichtgrau mit dunkelblau mit dem neuen Logo dazu. In dem Zuge wurden dann auch die Lampen umgerüstet auf LEDs, also zumindest die Rückleuchten. Und an den Türen gab es dann noch so neongrüne Akzente. Und so ist so ist dieser Triebwagen dann auch bis 2017 im Einsatz gewesen. 2017 wurde der abgestellt und dann eben auch entsprechend verschrottet. Heißt also, von der Nutzungsdauer her sind wir bei diesem Triebwagen 4025 bei 1978 bis 2017. Und das ist schon eine ordentlich lange Zeit. Eingesetzt wurden die MRs primär eben in Jütland, das heißt also auch gut passend zu meiner Anlage. Also alles, was sich irgendwie im Bereich der Nordsee befindet, sowohl als auch Fünen, das ist ja diese große Insel in der Mitte von Dänemark. Die waren wenig bis gar nicht im Einsatz auf Seeland, wo Kopenhagen liegt. Warum? Weil man bis 1997 gar keine Verbindung hatte, außer Fähren. Also die erste Brücke quasi zwischen dem Festland, Fünen und Seeland wurde erst 1997 eröffnet. Und da gab es auch den ersten Eisenbahntunnel. Vorher musste alles, was man an Eisenbahnen verschieben wollte in Dänemark zwischen Seeland und dem Festland, mit der Fähre fahren. Und deswegen hat man da eine klare Trennung gehabt bei verschiedenen Typen an Antriebssystemen, dass man gesagt hat, den kleinen Regionalzug, diesen hier, für ein relativ geringes Passagieraufkommen maximal. Das ist das Richtige für Jütland. Und auf Seeland wiederum gab es dann quasi richtige Regionalzüge, die eben die größeren Menschenmassen transportiert haben in Richtung Kopenhagen, die Pendler, alle sowas. Da ist ja die Großstadt, oder einzige Großstadt Dänemarks, Kopenhagen, Roskilde als zweite sehr große Stadt. Da hat man einfach ein anderes Passagieraufkommen gehabt. Auf Jütland ging es eher wirklich um regionale Strecken und Verbindungen, die man aufrechterhalten wollte. Und da war der MR hier ein
super Konzept. Also ich sag mal, dass das Ganze sich gehalten hat von 1978 eben bis 2019 sogar in Summe, wenn man alle in Betracht zieht, ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Wenn ihr die letzte Viertelstunde in 2 Minuten nachlesen wollt, kann ich euch empfehlen, hier den Typenkompass der DSB, der schreibt das immer sehr, sehr kurz. Der sagte also, für den Ersatz ihrer alten Triebwagen ließen die dänischen Staatsbahnen den neuen Triebwagen entwickeln nach dem Muster Baureihe 628. So, ja, so einfach hätte man die ersten 10 Minuten Historie hier abhandeln können. 644 PS in einer Radsatzanordnung 2BB2. Was heißt das? Nicht angetrieben, 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 nicht angetrieben. Im Original zumindest. Im Modell hier sieht es ein bisschen anders aus und das gucken wir uns jetzt an. Kommen wir zum Innenraum- und Technikcheck. Wir werden jetzt nicht beide Triebwagenhälften öffnen, da die de facto nicht gleich sind innen drin, aber wir schauen uns die spannende Seite an, nämlich die angetriebene mit dem Motor. Und zwar ist das relativ einfach. Es gibt hier 4 Schrauben, jeweils ganz außen in der Ecke, vorne wie hinten, seht ihr hier. Die muss man lösen und dann kann man den oberen Wagenkasten abnehmen, ohne weiteres. Das funktioniert dann im Endeffekt so, hier sind die Schrauben vorgelöst. Dann habt ihr diesen Wagenkasten in der Hand und ihr seht auch hier wieder für die oberen LEDs hat man hier ein relativ einfaches Prinzip, und zwar hat man diese 3 Metallnippel, die gehen wiederum an dem Rest des Wagens an eine Platine ran und damit hat man hier im Endeffekt die elektrische Verbindung für die Beleuchtung und braucht keine Kabel. Das ist natürlich sehr cool. Ansonsten ist der Kasten relativ nichtssagend hier. Man sieht also im Endeffekt eigentlich nur einen Metallkasten. Ziemlich schwer, fasst sich gut an. Und vielleicht noch als Erwähnung hier hinten die Metallgewinde, die ihr hier seht, wo die Schrauben reingehen. Warum ist das wichtig? Weil man dadurch quasi unbegrenzt oft die Übung machen kann, die wir gerade gemacht haben, Öffnen und Schließen des Wagens, weil wir eben kein Plastik haben, was man zur Seite biegen muss oder Metallschrauben, die in Plastik reingehen oder sowas. Das haben wir hier alles nicht. Insofern kann man das mit gutem Gewissen relativ oft wieder aufmachen, auch wenn man da eigentlich überhaupt keinen Grund für hat. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, was in diesem Wagen drin steckt. Also erstmal seht ihr hier, haben wir den Decoder. Das ist der Log-Pilot bzw. Log-Sound. Ich glaube, die Version 4 ist das noch hier, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe natürlich. Dann haben wir hier den Rest der Platine, da sieht man eigentlich gar nicht viel. Und hier vorne sieht man dann noch die verschiedenen Lötstellen. Von da geht es nämlich weiter zum Motor. Und hier hinten habt ihr dann die Übergabe an den zweiten Wagen. Das ist hier quasi der Zugang zu der 10-poligen Kupplung. Und dann haben wir hier unseren kleinen 4 Ohm 1,5 Watt Lautsprecher. Und jetzt seht ihr schon aufgrund der flachen Bauweise dieses Lautsprechers, wie viel Sound können wir da erwarten? Gute Frage, müssen wir gucken. Jetzt haben wir hier in der Toilette, das finde ich eigentlich schlau gelöst, hier haben wir wobei das ist nicht mal die Toilette, sorry. Das ist im Ausgang. Die Toilette ist hier. Interessant, also das wäre ja noch besser. Im Ausgang haben wir hier die Powerpacks, sodass wir eben auch bei kurzfristigen Stromunterbrechungen hier weiterfahren können. Und dann seht ihr hier, deswegen ist das die spannende Seite, das ist der Motor, der soll 2 Schwungmassen haben, da und da. Und dann seht ihr dahinter dieses etwas leuchtende Metallteil dort. Ich versuche euch das mal ein bisschen hervorzuheben. Da drin, das da. Das seht ihr hier drüben auf der anderen Seite auch. Das ist die Kardanwelle, die im Endeffekt die Übertragung sicherstellt. So, jetzt gucken wir mal so. Jetzt seht ihr es ein bisschen besser. Und zwar ist das im Endeffekt eben die Welle, die die Motorumdrehungen an das Drehgestell
überträgt und das auf beiden Seiten. Das heißt, wir haben hier tatsächlich 2 angetriebene Drehgestelle in diesem Wagen drin. Ihr seht auch hier jetzt durch diese flache Bauweise mit dem Motor auch in der Mitte dort. Ich finde, hier hat man schon das Maximum rausgeholt. Also ich glaube, noch flacher ist es technisch fast nicht möglich, mit einem passend großen Motor hier das Ganze darzustellen. Also ihr seht ja hier, da kann man ganz normale Fahrgäste reinsetzen. Hier in den Bereich wird es ein bisschen schwieriger, einfach durch den Motor. Hier vorne würde es wieder gehen. Also insofern, das ist der einzige Nachteil, den man in dieser Bauform hier natürlich hat. Und dann haben wir hier vorne nochmal unsere Führerstand mit einem sehr schönen kleinen Sessel, wie ich finde, mit einer einigermaßen detaillierten Führerstandskonsole und dann auch einer, ja, zumindest etwas gestalteten Rückwand vom Fahrstand. Ja, dann habt ihr hier diese kleinen Schilder. Das sind die Zugzielanzeiger, die hier auch beschriftet sind. Das kann man jetzt in unbeleuchtet leider nicht erkennen. Und viel mehr gibt es über den Innenraum hier gar nicht zu sagen. In Summe für mein Empfinden ein hochwertiger Aufbau. Man sieht ein ganz bisschen, dass die Platine der MZ-Lok aus dem Jahr 2020, also 3 Jahre später als dieses Modell hier, da ist die Platine noch ein ganz bisschen ausgereifter, finde ich. Da ist gerade hier die Verteilung der Elemente ein bisschen schöner gelöst. Auf der anderen Seite tut es der Funktion überhaupt keinen Abbruch. Es ist alles sauber, es ist hochwertig verarbeitet. Die Lösung für den oberen Wagenkasten mit diesen 3 Pins hier finde ich sehr, sehr gut. Da hat man keine Kabel, die hier rumfliegen. Und das Öffnen und Schließen geht wirklich richtig, richtig einfach. Da dachte ich, das wäre viel, viel schwieriger. Aber das ist wirklich richtig easy, das hier draufzusetzen wieder. So, damit habt ihr jetzt mal hier den Innenraum gesehen von dem Ganzen. Und ich denke, das lässt doch schon mal ein bisschen auf mehr hoffen. Aber bevor wir uns auf die Anlage begeben, möchte ich mich mit euch noch mal ein bisschen hier in die Details von dem Modell reinstürzen, denn ich finde, da sind wirklich coole Sachen dabei. Also schauen wir uns noch mal ein bisschen detaillierter das Ganze hier an. Ich möchte mit euch jetzt mal ein bisschen die Modelldetails von dem Triebwagen hier betrachten, denn ich finde, da ist schon einiges dabei, was richtig, richtig Spaß macht. Das müssen wir uns im Detail anschauen. Und auch vieles, was eben gerade diese doch wirklich Detailverliebtheit von der Firma MCK zeigt. Erstmal hier für euch, so sieht die Front aus. Das ist jetzt hier der MR. Beim MRD ist das nicht anders. Die sind da quasi baugleich. Was haben wir da? Wir haben im Endeffekt die 3 Spitzenlichter, wovon 2 dann hier die unteren eben auch entsprechend als Rücklichter dann wieder funktionieren. Wir haben super detaillierte kleine Scheibenwischer. Also die sind hier nicht aufgemalt oder so, sondern diese kleinen Ärmchen, die ihr mit dieser Unterbrechung in der Mitte seht, das ist wirklich so, dieses Teil. Dann haben wir hier hervorragend filigran. Ihr seht es ja auch im Vergleich zu meiner Pinzette, die ist wirklich nicht groß. Im Millimeterbereich hier diese kleinen Griffstangen. Und was ich persönlich wirklich als Highlight empfinde, ist die optische Darstellung der Front mit den verschiedenen Anschlüssen hier. Da seht ihr diese 3 Steckdosen und dann haben wir hier im Endeffekt diese wunderbare Nachbildung der Kupplung plus den vorbildgerechten Schneeschieber. Und ein weiteres Highlight aus meiner Sicht ist die Tatsache, dass es hier zum Beispiel diese Gitter, und zwar diese Gitter hier, die sind wirklich super filigran. Ich finde das richtig cool gemacht. Da hätte man jetzt auch einfach ein Metallteil raufsetzen können mit einer Gitterstruktur, das so aussieht, als wäre es ein Gitter. Das hätten viele Hersteller wohl gemacht, wenn sie das überhaupt hier angebaut hätten. MCK hat es hier richtig gemacht und ein echtes Gitter angebaut. Genau, dann haben wir hier vorbildgerecht die eckigen Puffer. Die sind alle gefedert, was jetzt, sagen wir mal, bei der Variante hier ohne Kupplung ein nettes Detail ist. Aber so,
Ich finde, das sieht richtig, richtig schick aus. Es ist richtig gut getroffen. Das sind hier auch keine Farbfehler oder so. Das sind kleine Aufkleber, die im Original eben auch da sind. Oder nicht Aufkleber, also beschriftete Schilder. Ja. So sieht das Ganze aus. Auch hier an der Seite. Ich finde, so manchmal machen die kleinen Details das aus. Und zwar haben wir jetzt seht ihr hier das Dunkle, das ist da ein bisschen abgegriffen. Also das war nicht ab Werk so, denke ich. Aber wir haben hier den Griff zum Öffnen der Tür. Wir haben hier quasi nochmal den kleinen Hebel. Und dann haben wir hier diese Leisten, die auch entsprechend nachgebildet sind, in denen die Tür eben dann auffahren würde. Eine wunderbare filigrane Bedruckung. Hervorragend nachgebildete Drehgestelle mit wirklich allem hier, was da so dran sein müsste. Und vor allen Dingen auch, wenn man sich die Größe anguckt von den Drehgestellen, im Verhältnis eben zum Wagenkasten, sind die relativ klein. Das ist aber absolut vorbildgerecht. Und ich denke, das ist gerade im Modellbahnbereich nicht die Regel, dass man wirklich so extrem kleine Räder dann verbaut. So, dann schauen wir mal weiter. Hier auch wieder ein Gitter. Das sieht man jetzt wahrscheinlich gar nicht ganz so gut in dem Video, aber das hier ist auch ein Gitter. Ähnlich wie die Trittfläche vorne. Das ist also nicht nur einfach Gitter draufgedruckt, sondern das ist Gitter. Ich denke, der Unterschied wird am meisten klar, wenn man hier hinguckt, weil das ist so das, was man von vielen Herstellern kennt. Das ist quasi so ein angedeutetes Gitter, diese Lüftungsöffnung hier. Und das ist ein tatsächlich raufgesetztes, echtes Gitter hier. Dann auch so als weitere Unterstützung nochmal vom Detailgrad, wenn wir hier diesen kleinen roten Griff mal betrachten dort. Schaut mal auf der Unterseite. Der ist tatsächlich verbunden mit der anderen Seite über diese Metallstange hier. Und ja, das ist alles Metall. Das sind keine Plastikanbauteile hier. Das ist alles Metall. Auch sowas hier, das sind Metallelemente. Ja. Auf der Unterseite finden wir hier dann noch die Nummer 99. Ja, der Aufkleber, der klebt jetzt hier so ein bisschen schräg drauf. Das hätte man noch ein bisschen schöner machen können, aber das ist dann wirklich so richtiges Detailthema. Und hier vorne für alle, die vorhaben, eben auch eine Kupplung hier anzubauen, das ginge. Man kann hier also das Modell ausrüsten mit einer NEM-Schachtkupplung und hätte dann hier eben auch schon eine entsprechende Kurzkupplungskinematik verbaut. Falls man eben vorhat, wie das Original das ja auch manchmal getan hat, einzelne Wagen auch mitzuführen, zum Beispiel einen Postwagen oder ähnliches. Ja. Und die Rückseite des Heck, das sieht hier alles unten drunter genauso hochwertig aus. Und hier hinten haben wir dann eben die 10-polige Kupplung, die hier auch entsprechend eben in einer Kinematik drin steckt. Dann hat man hier den Blick eben frei durch den gesamten Wagen, außer natürlich in der Abtrennung der Abteile, da geht das nicht. Und in die Toilette können wir jetzt auch nicht reingucken. Ich finde, das ist schon wirklich schick gestaltet. Sieht natürlich, wenn das Licht angeschaltet ist auf der Anlage, nochmal viel besser aus. Und was man hier jetzt auch kaum erkennt, ist, dass hier in diesem Bereich, in der Mitte unter diesen 3 Fenstern hier, endet im Endeffekt eigentlich die Wagentiefe auf Höhe der Fensterunterkante. Das sieht man jetzt hier so ein bisschen, denn da steckt der Motor mit den Schwungmassen drunter. Ja, dann haben wir hier das Dach, das ist unauffällig gestaltet, also so viele Details wie im Original halt auch da sind, fast keine, mit den entsprechenden Antennen hier. Und ja, damit sind wir schon am Ende von diesem schönen Triebwagen hier. Nehmen wir uns den zweiten, den MRD. Exakt dasselbe, mit einer etwas anderen Tür. Das ist ja jetzt hier die große Tür, wie man die eigentlich auch von Eisenbahnen kennt. Die andere ist ja doch ein bisschen sehr eng, wenn man da jetzt mit dem Fahrrad rein möchte oder so. Und hier dann eben auch vorbildgerecht im Innenraum nachgebildet. Das große Fahrrad- und Gepäckabteil, was hier wirklich komplett von da nach da geht, mit den entsprechenden Klappsitzen. Also das hat schon so ein bisschen wirklich was von moderner Regionalbahn. Und hier dann wieder den normalen Sitzbereich. Alles sehr detailliert,
Alles sehr hochwertig, sehr schick umgesetzt tatsächlich. Also wenn ihr euch jetzt hier diese Front anguckt, das ist wirklich 100% am Original. Wenn ihr euch Fotos von der Lokomotive anguckt, beziehungsweise von dem Triebwagen, das sieht in der Zeit, also ab 1982 ungefähr, exakt so aus und nicht anders. Was man jetzt hier noch hat, den Schleifer und eben den Aufnahmepunkt für die Kupplung. Ansonsten hier eben ein nicht angetriebener Beiwagen. Das heißt, die beiden funktionieren eben in der AC-Variante definitiv auch nur zusammen, da hier eben der zweite Pol aufgenommen wird und an den anderen Wagen übertragen wird. Zusammengefasst, also ich wüsste kaum, was man jetzt noch besser machen könnte mit dem heutigen Stand der Technik in der Umsetzung hier, was die Details angeht. Ich denke mir, so was als nächstes kommen kann im Modellbahnbereich, so ein bisschen Blick in die Zukunft. Also digital öffnen und schließen der Türen, das würde ich nochmal als echtes zukünftiges Highlight empfinden, wenn sowas gehen würde, dass man solche Türen hier in Zukunft dann beim Halt am Bahnsteig öffnen kann und schließen kann. Aber bis zu dem Punkt wird es noch ein bisschen dauern und ja, hier ist alles dran, was am Original dran ist. Also hier kann man wirklich nichts weiter ergänzen, denn alles, was man jetzt ergänzen würde, gäbe es am Original nicht. Vielleicht wirklich Mikrokritikpunkt, dieses Lüftungsgitter hier, das finde ich, ist ein ganz bisschen lieblos dargestellt. Da hätte man noch so einen Tacken mehr detailverliebt reingehen können, weil der ganze Rest ist eben wirklich over the top, wie man jetzt im Englischen sagen würde, also schon übertrieben detailgenau. Und da fällt das so ein bisschen raus da hinten. Was mir jetzt aufgefallen ist, das kann man aber dem Modell jetzt hier nicht ankreiden, ist, es gibt hier oben einen kleinen Farbabplatzer. Allerdings ist eben, wie gesagt, dieses Modell von 2017 und das ist definitiv jetzt kein Produktionsfehler, sondern das ist, denke ich, einfach durch das Handling des Modells gekommen. Insofern, ja, wenn es einen stören würde, wirklich könnte man da mit grauer Farbe wahrscheinlich relativ leicht das Problem lösen. Also, Innenraum super, Details richtig cool. Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage, ob MCK es diesmal geschafft hat, auch ein Modell zu entwickeln, was nicht nur richtig, richtig gut aussieht, sondern auch auf der Anlage eine richtig, richtig gute Figur macht. Und wenn ihr euch jetzt wundert, hat MCK das schon mal anders gemacht? Ja. Dazu hier nochmal meine Empfehlung, Review der MZ, auch von MCK. Das ist eine Diesellokomotive, eine schwere Diesellokomotive, die top aussieht, aber leider ein Mega-Problem auf der Anlage hat. Also wenn ihr das noch nicht kennt, schaut es euch gerne an. Wir begeben uns jetzt aber erstmal auf die Anlage mit dem kleinen Triebwagen hier und schauen uns mal an, was er kann. Damit sind wir auf der Anlage und ihr seht schon hier am Signal steht da unser Triebwagen. Der Decoder ist ein Logsound 4 und der ist MFX-fähig. Das heißt, so meldet sich unser Triebwagen hier selbstständig an der Mobile Station an. Ich habe jetzt mal sowohl Front- als auch Rücklichter eingeschaltet. Das seht ihr hier ganz oben links bzw. ganz oben rechts, diese leuchtenden Symbole. Und wir werden jetzt einfach mal unsere Vollgasrunde fahren. Das heißt, ich drehe jetzt hier einmal den Regler auf voll auf und wir schauen mal, was passiert.
Drehen wir wieder runter auf 0. So, also ihr habt es gehört, wir haben eine, ich finde schon nicht angemessen, aber zumindest für einen Werkszustand relativ langsame Beschleunigung. Das finde ich mal ganz angenehm, wenn das nicht vollkommen wahnsinnig losschießt, das Modell. Die Beschleunigung ist jetzt hier für die Größe von Fredhauen auch okay. Also insofern aus Modellsicht würde ich jetzt sagen, halbwegs vorbildgerecht. Und ansonsten war die Runde okay. Also die Höchstgeschwindigkeit ist ziemlich flott. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu schnell, wenn man das jetzt aufs Modell umberechnen würde. Aber mir ist jetzt nichts aufgefallen, was mich hier irgendwie negativ einstellen würde. Was man hört, das kann man jetzt nur wahrnehmen, wahrscheinlich, wenn man das live sieht. Man merkt, dass die Raddurchmesser relativ klein sind. Ja, und man hört jetzt tatsächlich den Motor ein ganz bisschen. Allerdings nicht unangenehm. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt in dem Video auch so richtig raushört. Ich höre jetzt so ein leichtes Surren halt vom Motor hier. Zusätzlich zum Fahrgeräusch. Wenn wir uns jetzt hier relativ langsam bewegen. Ja. Dann macht das Modell schon wirklich einen schönen Eindruck. Man merkt aber jetzt eben durch die kleinen Radsätze hier und das hohe Gewicht tatsächlich, wie sich das Modell hier auf der Anlage fortbewegt. Also es ist jetzt eine schwierige Formulierung. Das müsst ihr wahrscheinlich mal live erleben. Also man merkt, dass hier viel Gewicht auf relativ kleinen Rädern liegt. Das hat so wirklich nicht so ein leichtes Gefühl. Viele Modelle haben ja so ein Gefühl der Leichtigkeit, wie sie da so durch die Gegend rollen. Und hier merkt man schon kleine Räder, hohes Gewicht. Genau. So, wir machen jetzt einmal den Check nochmal mit dem Motor. Das heißt, wir fahren mal wieder los, machen den Motor an. Da fahren wir. Und den Motor einmal wieder aus. Ja, also das ist natürlich immer schwierig zu beurteilen. Hängt immer stark davon ab, was für Kopfhörer habt ihr jetzt oder sowas. Aber meine Wahrnehmung hier im Raum ist jetzt, der Sound ist gut, er ist aber nicht erstklassig. Also die ganz aktuelle Decoder-Generation Locksound 5 zum Beispiel von ESO hat da nochmal einfach ein ganz, ganz bisschen mehr Klasse beim Sound als die Generation 4 hier. Aber erster Check von dem Modell sehr, sehr positiv. Und jetzt schauen wir uns einfach nochmal gemeinsam alle Funktionen an. Und wir gehen wie immer einfach von ganz oben durch. Ich habe das bereits erwähnt, es ist ein Locksound in der Version 4 hier verbaut. Und der bietet einiges an Funktionen, die individuell für dieses Modell zusammengestellt wurden von MCK. Das erste ist jetzt wenig überraschend, das ist die Frontbeleuchtung F0. Die ist natürlich mit der Fahrtrichtung wechselnd und hat das Dreilicht-Spitzensignal hier in einem angenehm hellen Warm-Weiß, ähnlich wie das beim Original auch ist. Dann haben wir schon als nächstes F1, das ist der Dieselmotor, deswegen wird das jetzt ein bisschen lauter. So klingt er. Und jetzt können wir natürlich mal losfahren.
Und wir fahren wieder zurück. Jetzt hört ihr jeweils auch schon die Bremsgeräusche hier. Ich mache uns jetzt mal den Motor wieder aus. So, und dann haben wir F2, das ist das kurze Signalhorn. Nochmal. Dann haben wir F3, das lange Signalhorn. Merkt ihr, das ist der gleiche Ton, allerdings ein bisschen länger. Und dann haben wir schon die Funktion F4, das ist das rote Rücklicht. Das ist natürlich auch richtungsbestimmt, deswegen schalte ich jetzt mal hier um. Und dann seht ihr hier die Zweilichtbeleuchtung in Rot. F5 ist der Taifun. Das ist also quasi eine Zusammenstellung der verschiedenen Hörner. Dann haben wir F6, das ist die Einstellung der Rangiergeschwindigkeit. Das heißt, dann wird das alles deutlich, deutlich langsamer. Und dann haben wir hier die F7, das Schließen und Öffnen der Türen. Also inklusive sogar dem schönen Warnton vorweg, das ist natürlich richtig cool. Dann haben wir die F8 als nächstes, das ist die Innenbeleuchtung der beiden Wagen. So sieht das dann aus. Das ist tatsächlich auch von der Helligkeit her im Original jetzt hier sehr angenehm, sodass man die Inneneinrichtung wirklich hervorragend sieht. Das heißt also, hier bietet sich das an, wirklich hochwertige kleine Preiserfiguren reinzusetzen. Das werde ich definitiv auch machen. Also hier würde ich nicht auf die günstigen Ersatzfiguren, zum Beispiel von Eve Model oder sowas, gehen für andere Wagen, sondern ich denke, bei dem Modell bieten sich schon hochwertige kleine Preise noch oder was auch immer Figuren schon wirklich an. Gut, dann haben wir die F9. Das ist das Licht im Führerhaus des MR, das heißt bei uns auf der Seite hier. So sieht das aus, dann geht das an. Ich mache uns mal die F8 wieder aus. Das kann man also getrennt schalten. Das gleiche gilt für den MRD, das ist die F10. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht sehen, weil das ganz hinten am Modell ist. Also da habe ich auch die Funktion, sodass ich das wirklich getrennt für die Wagen tatsächlich einschalten kann, unabhängig auch von der Fahrtrichtung. Dann haben wir die sogenannten Bremsenindikatoren an beiden Wagen. Das sind diese kleinen Lichter hier. Und jetzt könnte man eine Funktion programmieren, dass die quasi sogar noch blinken, gemeinsam mit anderen Funktionen. Ja? Oder man schaltet sie eben einfach an, so wie wir das jetzt gerade haben. Dann haben wir noch eine Lichtfunktion, und zwar ist es auf der F12 die sogenannten Zugzielanzeigen. Die befinden sich jeweils an den Seiten hier der kleinen Front- bzw. Heckfenster, und das Ziel scheint hier zu sein, wenn ich das richtig lese, irgendwas mit Aarhus. Also wahrscheinlich ist das Ziel, was hier eingetragen ist, irgendwie der Aarhushafen oder sowas. Ja. Also steht auf jeden Fall ein dänisches Ziel drauf, und die kann man eben auch komplett getrennt ein- und ausschalten hier. Finde ich auch eine sehr, sehr coole Funktion auf jeden Fall. Dann kommen wir zu so ein paar Soundfunktionen, die man tatsächlich nur im Betrieb hören kann, wenn man auch das Fahrgeräusch angeschaltet hat. Und zwar haben wir hier die F12. Damit kann ich den Kurvensound ein- und ausschalten. Wir haben hier verbaut in den Drehgestellen kleine Permanentmagneten, und die sind wiederum an sogenannte Read-Schalter gekoppelt. Das heißt also, in dem Moment, wo der Triebwagen merkt, dass er um eine Kurve fährt, beziehungsweise über eine Weiche fährt, kann er entsprechend hier einen Sound auslösen. Das ist dieses typische Quietschen. Das kann man hier dann eben entsprechend ein- und ausschalten. Das gleiche dann auch diese sagen wir, Weichenüberfahrgeräusch. Das ist schon sehr, sehr cool.
Damit sind wir wieder zurück. Ja, und ich hoffe, ihr seid jetzt ähnlich begeistert wie ich. Also, was soll ich da noch sagen? Klar, der Preis 500 €. Ja, das ist eine Ansage. Eingangs erwähnt, Märklin will auch 500 € haben für solche Sachen. Wir haben eine Detaillierung auf einem Niveau Hammer. Also muss ich ehrlich sagen, das ist richtig, richtig gut. Wir sind auf der Anlage ohne Fehl und Tadel. Es läuft alles, es funktioniert alles. Es macht richtig Spaß. Und also das Einzige, was mir aufgefallen ist, der fährt bei mir relativ wenig. Und zwar nicht, weil jetzt vielleicht der Sound nicht perfekt ist. Ja, damit kann ich leben. Das Modell ist halt nicht ganz, ganz neu. Es ist nicht der Hi-Fi-Sound 2021. Es ist ein Soundmodul von 2017, aber das ist trotzdem absolut okay. Ich finde ihn einfach quasi so schade zum Fahren, weil ich sage, naja, das ist irgendwie ein super hochwertiges Modell und eigentlich ist es total abstrus, aber es ist so ein bisschen so wie das Porsche Cabrio, was man lieber in der Garage stehen hat, weil man nicht möchte, dass er zu viele Kilometer hat, obwohl er eigentlich ja, den Spaß nicht in der Garage stehend entwickelt, sondern erst beim Fahren. Also das ist für mich so der einzige Pferdefuß bei dem Modell, weil ich weiß, dass es limitiert ist, weil ich es sehr lieb gewonnen habe, lasse ich es einfach viel zu wenig fahren. Ich hoffe, euch geht das nicht so, wenn ihr dieses Modell habt, denn es ist in jeder Hinsicht wirklich richtig, richtig top. Man muss es halt mögen. Und das Einzige, was MCK hier falsch gemacht hat, ist, dass sie nicht gleichzeitig noch die Baureihe 628 auf den Markt gebracht hätten. Denn damit hätten sie den deutschen Modellbahnmarkt, denke ich, wirklich richtig, richtig aufrühren können. Und das finde ich ein bisschen schade, denn da bekommt MCK ein bisschen wenig Aufmerksamkeit. Also die sind perfekt in der Umsetzung dänischer Modelle. Und wenn ich diese Perfektion jetzt übertrage auf den deutschen Markt und sage, ich nehme gewisse Baureihen, die vielleicht nicht jeder schon dreimal gebaut hat. Aber so ein 628er Triebwagen habe ich hier eine super Grundlage. Davon würden 200 Stück wahrscheinlich am ersten Tag weggehen. Zumindest, wenn ich mich in der Qualität und der Preisrange bewege. Insofern hoffe ich, dass MCK da in Zukunft mehr macht, vielleicht auch wieder ein bisschen nicht nur dänische Modelle umsetzt, sondern auch ein bisschen was für euch. Die meisten von euch haben ja nicht unbedingt eine dänische Anlage. Also, jetzt wisst ihr es, es gibt da draußen Hersteller, die wirklich für angemessenes Geld hervorragende Sachen herstellen. Und damit verabschiede ich mich auch für heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dann geht es wieder ein bisschen um Fredhaun und danach machen wir wieder ein Log-Review. Jetzt baue ich erstmal meinen kleinen Triebwagen hier wieder zusammen und lasse ihn dann doch noch mal ein paar Runden fahren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.